Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Interviewthema Übergabe eines Gastronomiekonzeptes. Heute zu Gast Danny vom Yoga Café. Hallo Christian. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Danny, was hat dich und deine Lebensgefährtin Diana bewegt, dass ihr das Yoga Café übergebt? Es war im Endeffekt wahrscheinlich jetzt einfach die letzten 1,5–2 Jahre, halt die Corona-Phase, obwohl wir im Grunde gut durchgekommen sind, ja, mit allen Veränderungen, die wir dann auch selbst für uns immer herbeigeführt haben. Und dann merkten wir aber zusehends einfach auch nach der Öffnung des zweiten Lockdowns, der Markt hat sich verändert. Ne? Also es wird sehr, sehr schwierig in der Gastronomie. Und nun ist es bei uns ja so im Speziellen, wir haben einmal das Café im Konzept sozusagen und ein Studio, alles unter einem Dach. So, und wir merkten dann nach 4,5–5 Jahren, das ist so, für uns ist so langsam, die Kraft lässt nach. Ne? Weil wir in die Corona-Zeit auch noch dazu benutzt haben, das Studio jetzt aus dem bisherigen Standort herauszunehmen und zu sagen, okay, wir integrieren das Studio auf der anderen Straßenseite in einen viel größeren Space. So, um dieses Thema Studio, Konzeptstudio halt für uns auch weiterzuentwickeln. Und da merkten wir, das ist nochmal eine gute Herausforderung. Und im Grunde war es dann die Entscheidung, okay, der Personalmarkt verändert sich, die Gastronomielandschaft aus unserer Sicht verändert sich. Und wir möchten halt für uns da sagen, okay, hey, wir konzentrieren uns aufs Studio. Und das haben wir dann für uns da eben halt die Entscheidung getroffen. Um es zusammenzufassen, ihr habt ein Yoga-Café, wo Yoga angeboten wird, von kleinem Alter bis zum großen Alter, mit tollen Lebensmitteln, tollen Drinks, frischen Produkten, viel Bio, vegan. Und dann habt ihr auch ein Yoga-Studio, das was ihr jetzt dann weiterführt sozusagen. Genau, das Studio bleibt bei uns, das werden wir weiterführen, weiterentwickeln, vielleicht auch noch ein paar Sachen neu entdecken. Also da sind wir schon triebig genug und wollen halt auch hungrig seid ihr. Ja, auch in die Zukunft. Und jetzt hast du auch einfach gut wieder Zeit und wir merken, okay, die Kraft kommt wieder zurück halt für dieses Unternehmen. Ne? Und sind aber eben halt so dann eben halt auch daran interessiert, das halt in die Zukunft zu bringen für die neuen Betreiber. Danny, wenn wir jetzt rübergehen vom Gedanken her zum Yoga-Café, wie groß war das Interesse, wie wurde kommuniziert, wie groß war die Anfrage, Angebot? Tatsächlich gab es gar nicht so viel Initiative, weil wir das auch nicht notwendig jetzt in unserem Fall war. Wir hatten, ich würde sagen, jetzt ein gutes halbes Jahr schon immer wieder eine Anfrage von den neuen Betreibern über einen Bekannten von uns. Und bis zu einem bestimmten Punkt war das aber überhaupt nicht, hätten wir uns das nicht so vorstellen können. Wollten wir auch nicht. So, und jetzt haben wir ja dieses Jahr eben halt das Studio auf der anderen Seite, also das Yoga-Studio und Fitnessstudio auf der anderen Straßenseite eröffnet. Und dann kam die Öffnung des zweiten Lockdowns und eben aus bekannten Gründen, wie eben schon gesagt, kam dann die Entscheidung, okay, dann lass uns doch mal fragen, ob dieses Interesse überhaupt, ob das noch besteht. Und da kam man sehr schnell zueinander in dem Gespräch und dann fiel die Entscheidung und dann gemeinsam. Wie kommt man zum richtigen Preis? Analysiert man das selbst? Geht man nach Bauchgefühl? Holt man sich da externen Rat rein? Also so grundsätzlich, weil wir uns natürlich schon damit beschäftigt haben, ist es halt, sich klar umzuhören, was ist so handelsüblich, oder was ist der Marktpreis. Vor allem geht es ja in erster Linie erstmal um dein Inventar. So. Und für uns hat das aber jetzt nicht die Rolle gespielt. Weil wir sind daran interessiert gewesen, schnellstmöglich einen neuen Betreiber zu finden, zum einen. Und eben halt einen Betreiber zu finden und das, ich sag's jetzt mal ganz banal, hat dann Arsch auf Eimer gepasst, mit denen, die auch das Interesse schon hatten, zu sagen, hey, wir haben ja das Studio und irgendwie gehörte das ja bis hierher zusammen und
das ist eigentlich unser Interesse dann auch gewesen, zu sagen, so komm, lasst uns schauen, dass wir, auch wenn ihr jetzt das Café übernimmt, das Café für euch betreibt, aber gemeinsam eine Synergie entstehen zu lassen oder weiter in Synergie zu arbeiten. So, und das war unser größtes Interesse und das haben wir uns auch bekundet und so wollen wir dann auch in die Zukunft gehen. Und deswegen es ist kein klassisches, also wie man sich das vorstellt, so ein klassischer Verkauf. Es ist halt unsererseits eine Übergabe, wo wir einfach wirklich sagen, okay, so können wir gemeinsam in die Zukunft. Also für uns ist das Interesse der Zukunft mehr wert, als jetzt, ich sage jetzt mal, in dem Moment einen Verkaufswert zu haben. Also ihr möchtet einfach sehen, dass das Produkt weiterhin Erfolg hat? Korrekt, absolut. Thema Kosten, wie groß ist der Kostenaufwand für euch? Jetzt in unserem Fall tatsächlich gibt es einen Hauptkostenfaktor und das sind Anwaltskosten. Also nur weil du jetzt sagst, okay, ich verkaufe es nicht, sondern ich übergebe es, trotzdem gibt es da ganz essentielle Dinge, die eben halt zwischen den Parteien zu klären sind. Und ein sehr großer Punkt ist eben halt das Thema Marketing und alles, was, da geht es um Markenrecht und etc. Und das sollte schon geklärt sein, auch wie ist es mit Besitzverhältnissen etc. etc. Also genau, und das sollte eben halt für die Zukunft, sollten irgendwo Meinungsverschiedenheiten entstehen, sollte man da schon mal eben halt eine Klarheit schaffen und dann auf dieses Blatt Papier gucken können. Du hast das Thema angesprochen, Markenrecht. Dann kommen wir auch zum Thema Google My Business. Kundenanalyse, Kundenbewertungen. Wie seid ihr damit umgegangen? Gerade aus diesem Aspekt Markenrecht, ne, was du dir oder derjenige, der das Unternehmen verkauft oder übergibt, sollte das definitiv mit dem Anwalt klären. Und da ist es jetzt, und da kommt dann eben halt dieses Thema Google und alles was digital, also deine digitale Visitenkarte nenne ich es jetzt mal, sollte da drin auch klar geklärt sein. Und für uns ist es ja, wir haben ja das Yoga-Café Mindful Life sozusagen, also das Café und das Studio unter einem Dach gehabt und so haben wir es auch bis hierher markentechnisch betrachtet. Nun ist es jetzt so, dass das Café jetzt ja rausgeht und neue Betreiber und damit verliert das Café sozusagen den digitalen Fußabdruck, also die digitale Visitenkarte, weil wir das weiterhin für unser Studio halt nutzen. Also Ihr splittet das sozusagen? Wir splitten komplett. Wir haben alles, was mit Café zu tun hatte, ist quasi aus unserer digitalen Visitenkarte herausgenommen worden. Also unsere digitale Visitenkarte ist quasi nur noch fürs Studio da und somit auch alles, was mit den Rezessionen zu tun hatte, etc. Genau, also die ganze Arbeit... Das nimmst du dann auch mit sozusagen? Das wird alles mitgenommen, genau. Ist viel wert, ja? Das ist unheimlich viel wert, weil da steckt auch Arbeit von 4,5 bis 5 Jahren drin. Und wenn du natürlich, ich sag jetzt mal, wenn du natürlich sagst, okay, ich habe kein weiteres Unternehmen und will auch kein weiteres Unternehmen führen, dann macht es ja für dich keinen Sinn mehr. Dann kann man das natürlich auch dem neuen Betreiber mit übergeben, dann ist das völlig in Ordnung. Und ich glaube, dann hast du auch sowas wie einen höheren Verkaufswert oder wo du sagst so, hey, ich übergebe dir ja auch hier Daten, ne? Also zum einen. Klar. Vielen Dank dafür. Das ist wirklich ein toller und wichtiger Tipp auch, vor allem das Thema Google My Business, man darf das nicht unterschätzen. Absolut. Danny, bei der Übergabe von einem Café an den neuen Betreiber, du hattest ja auch immer mit Nischprodukten gearbeitet. Wie sehr hat dir das geholfen? Konnte dir das helfen? War das eine Unterstützung für dich? Ja, also natürlich im Vorfeld indirekt. Einmal, also wir haben ja mit MenuKit gearbeitet, wir haben mit Cockpit gearbeitet. Gerade auch Cockpit, tolles Programm, weil es immer aufgezeigt hat, wo befinden wir uns, wo stehen wir, konntest strategische Entscheidungen treffen. Und natürlich jetzt dann für die Übergabe im direkten Fall ist es halt, es war mir damit einfach, auch den neuen Betreibern zu zeigen, hier, das sind die Kalkulationen, das ist halt der Stand der Dinge, so haben sich die Jahre entwickelt, so haben sich die Monate entwickelt, da hast du mal das. Also ich konnte es sehr gut daran erklären, wie sich so ein Café oder so ein Betrieb halt entwickelt. Also einfach in Zahlen. Und wie heißt so schön, Zahlen lügen nicht. So. Sehr schön, ja. Bist du mit der Übergabe deines Betriebes sowie des Konzeptes zufrieden? Hast du dabei oder habt ihr beide dabei auch neue Erkenntnisse für euch erzielen können? Ich
weiß nicht, ob ich sie als neue Erkenntnis bezeichnen. Auf jeden Fall ist die Erkenntnis nochmal da, wie viel wert uns das Kaffee ist, war. Also das ist schon die Erkenntnis, dass es, egal welche Entscheidung du dann triffst, dass es eine emotionale Entscheidung nachher, also dass sie emotional behaftet ist. Ne? Und wir haben das Café nicht abgegeben, dieses Konzept Café nicht abgegeben, weil es finanziell nicht funktioniert hat, ne? Sondern wir haben es abgegeben, weil wir für uns festgestellt haben, wir sind vielleicht an diesem Punkt nicht mehr die Richtigen, um dieses qualitativ gute Produkt, ne? Kaffee, eine tolle Atmosphäre, dass wir das wahrscheinlich so nicht mehr für uns diese Kraft da haben, das da rein. Und deswegen haben wir einfach gesagt, okay, dann ist vermutlich die Zeit, dass das jetzt Menschen machen dürfen, die da einfach genau diese Kraft wieder reinbringen können, weil das hat das Café einfach verdient. Vielen Dank, Danny, dass du heute mit dabei warst bei dem Thema Gastronomiekonzept. Wie übergebe ich das erfolgreich? Sehr gerne. Danke für die Zeit, wir wissen das sehr zu schätzen. Auch vielen Dank an euch. Bleibt mit dabei, abonniert unseren Kanal und bis bald. Ciao.